Ja, hallo, mein Name ist Gregor, ich spiele bei Horseman die Leadgitarre und heute wollte ich euch so einen kleinen Überblick über mein Gear so zeigen, mein Amp, meine Gitarre, die paar Pedale, die ich so habe und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ja, dann fangen wir am besten mit der Gitarre an. Ich spiele eine relativ standardmäßige Jackson, 7-Seiter. Warum diese Jackson? Im Prinzip ist es das Halsprofil, was sehr, sehr gut ist. Es ist sehr rund, erinnert mich so ein bisschen an meine alten Fender Strats. Ich liebe diese runden Profile einfach deshalb, weil sie sowohl unten wie oben rum es mir erlauben, quasi ein bisschen filigraner spielen zu können. Es ist einfach ein bisschen natürlicher, ein bisschen schöner zu spielen. Das ist halt eine eigene Präferenz. Und deshalb finde ich diese Gitarren, die auch nicht wahnsinnig teuer sind, aber wirklich super verarbeitet und sehr, sehr gut spielbar, absolut gut. Im Prinzip ist sie auch relativ standardmäßig, bis auf die Tonabnehmer. Die habe ich getauscht. Es sind jetzt 2 Seymour Duncan Blackouts drin, 2 aktive Tonabnehmer. Das ist halt wichtig für diese Art von Musik, die wir machen. Warum diese Tonabnehmer? Die Blackouts finde ich sehr, sehr gut, weil sie sehr nah an passiven Pickups soundmäßig sind. Das heißt, sie schmatzen, sind aber auch tight genug, um diese filigranen Sachen, die wir bei Horseman auch machen, rüberzubringen. Insofern war die Entscheidung da durchaus knifflig, aber mit den Blackouts bin ich absolut zufrieden. Super Pickups und harmonieren sehr gut auch mit dem Camper, den ich gleich vorstellen werde. Ja, Top-Dinger. Saiten spiele ich diese hier. 11 auf 50. Das liegt daran, dass wir eine relativ krasse Stimmung haben. Sehr, sehr tief. Und um zu verhindern, dass die Saiten schlabbern und dass ich immer noch selbe Gefühl für die Saiten habe, sind diese 11 auf 50 Saiten total gut. Ich spiele normalerweise, wenn ich 6-Seiter spiele, in Normalstimmung 10 auf 46er. Da wir im Prinzip einen ganz so tiefer spielen, sind diese 11 auf 50er sehr, 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 sehr gut und geben mir im Prinzip dasselbe Gefühl, als würde ich eine 6er spielen, eine 6-seitige Gitarre spielen mit einer Normalstimmung. Die 7. Seite ist ein bisschen speziell, sie ist sehr, sehr tief auf G, eigentlich total wahnsinnig, aber taugt bei einigen Songs wirklich dazu, nicht so viel herumhüpfen zu müssen. Es ist eine 070er von der Dario, also wirklich eine sehr, sehr dicke Seite. Trotzdem immer noch tight genug, dank der Blackouts. Ja, Plektrum-mäßig spiele ich im Prinzip die normale Größe. Und zwar sind die zwischen 0,9 und 1 mm. Das ist insofern ganz wichtig, weil wir bei Horseman auch riffingmäßig sehr, sehr filigran spielen. Ich brauche im Prinzip sowohl bei den tiefen Seiten, bei den sehr dicken tiefen Seiten, wie auch bei den hohen Seiten einfach ein bestimmtes Gefühl. Ich muss halt sehr viel Feedback von der Seite bekommen. Dünnere Plektren sind für dickere Seiten besser. Auf den hohen Seiten bekomme ich einfach nicht genug Feedback. Umgekehrt ist es bei sehr dicken Plektren, da ist es besser, die dünnen Seiten zu bespielen. Bei den tiefen Seiten ist es dann wieder so, dass man hakt. Insofern ist es ein Kompromiss, aber ich finde, das klappt ganz gut. Und ja, im Prinzip ganz normale Standard-Plektren, eine Standard-Gitarre, Standard-Blackouts und ja, der Rest kommt hier raus. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Amp. Im Prinzip ein Camper, ein sehr feines Teil. Ich bin sehr glücklich über das Teil, erzähle euch gleich warum. Im Prinzip ist es so aufgebaut, ich habe einen Camper. Der Sound vom Camper kommt in eine digitale Endstufe von Ali Benton, 400 Watt.
super, super clean, was auch für den Camper sehr wichtig ist, dass man im Prinzip als Endstufe, wenn man eine cleane Endstufe hat, um den Sound des Campers nicht zu verfälschen. Aus der Endstufe geht der ganze Spaß in eine Engelbox, V30er Box. Ja, was soll man dazu sagen? Ein Tier, super Sound, bin sehr glücklich drüber. Gesteuert wird das Ganze über ein MIDI-Board. Ich benutze dann eine Engelleiste, eine MIDI-Leiste. Im Prinzip einfach nur, um die verschiedenen Sounds, die ich bei Horseman spiele, sind 5 an der Zahl, umzuschalten. Ansonsten ist da noch ein Wah-Wah-Pedal, benutze ich jetzt nicht so viel. Kam, glaube ich, jetzt beim neuen Album einmal zum Tragen, das war es aber auch. Dann habe ich noch einen Tuner von TC Electronic, ein Polytune und das war's. Im Prinzip relativ easy und schnell erklärt. Erste Preset, ein sehr, sehr fettes, cleanes Preset, auch ein bisschen angecrunched, mit 2 Chorus-Effekten dabei, ein Kompressor, Delay und Reverb. Also nicht ganz clean, so ein bisschen angecrunched, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Basiert, wie gesagt, auf diesen beiden Amps, die wir profiliert haben hier. Der zweite Kanal sozusagen ist ein angecrunchter Kanal, aber durchaus mit relativ viel Power. Benutze ich nicht so viel, aber ich wollte einen Sound haben, der halt ja, ein bisschen weniger Gain hat und bisschen klassischer vielleicht ist. Aber wie gesagt, der kommt nicht so viel zu meins, das ist einfach so eine eigene Präferenz, weil ich die Presets, die Presets so angeordnet habe, wie es in einem normalen Amp der Fall wäre. Clean, Crunch, mein Rhythmus-Sound, Solo und Lead, jeweils in der Lautstärke angepasst. Insofern habe ich ihn einfach dazu genommen. Aber der Main-Sound, den ich benutze, ist der Rhythmus-Sound. Basiert, wie gesagt, wieder auf diesen beiden Amps. Bei diesem Preset haben wir einen Cube Screamer noch dazu gebastelt, der im Prinzip noch ein bisschen puncht. Das heißt, um den Sound ein bisschen tighter zu bekommen. Ihr seht, Gain ist komplett aufgerissen. Insofern ist es ein bisschen tricky, mit so viel Gain dann irgendwie noch einen schönen, tighten Sound zu bekommen. Das haben wir dann mit dem Tube Screamer so ein bisschen realisiert. Da kommen natürlich auch die beiden Blackouts zum Tragen, die wirklich sehr, sehr tight sind und einen sehr schönen, tighten Sound produzieren. Ansonsten ist in allen Rhythmus-Sounds kein Reverb, kein Delay drin, um einfach ein sehr tightes Soundbild zu erzeugen. Dann kommt mein Lead-Sound. Dieser Lead-Sound ist im Prinzip für die Stellen gedacht, im Song, wenn ich eine Melodie spiele und Stefan singt, aber immer noch. Das heißt, ich darf nicht zu sehr im Vordergrund sein, muss aber trotzdem lauter als die Rhythmusgitarre sein, um so ein bisschen eine Dynamik zu erzeugen. Bei diesen Lead-Sounds ist immer Reverb und Delay dabei, auch ein Tube Screamer. Und diese Sounds müssen ein bisschen breiter sein, um ein bisschen mehr Raum zu füllen. Ist wieder ein bisschen lauter wie der normale Rhythmus-Sound, um sich ein bisschen abzuheben, aber ansonsten ist der Grundsound immer derselbe. Ja, und der letzte Sound ist mein Haupt-Lead-Sound, ist im Prinzip auch mit ein bisschen mehr Gain als der Solo-Sound ausgestattet, Reverb, Delay und Tube Screamer. Der Sound ist aber immer derselbe. Ist halt, die Grundidee ist halt, das Ding so aufzubauen wie einen normalen Amp. Man hat einen Grundsound, den wir dann über das Profilieren der beiden Amps realisiert haben. Und dann bauen alle diese Presets, Clean, Crunch, Rhythmus, Solo und Lead, auf diesem einen Grundsound auf.
Und so habe ich halt immer einen bestimmten Sound, um einfach auch mit Malte, mit seinem Crank, der auch ein relativ heftiger Amp ist, zu harmonieren, um einen vernünftigen Live-Grundsound zu erzeugen. Aber im Prinzip ist diese Kiste halt zu allem fähig. Ja, schaut bei uns auf der Seite vorbei, bei Facebook. Demnächst ist eine neue Scheibe draußen und wir hoffen, euch demnächst auch mal live begrüßen zu können, ein bisschen zu quatschen und ja, haut rein!